Hallöchen und willkommen, es ist wieder Zeit für die PCGH News. Nvidia lässt auf neue Grafikkarten hoffen. Es handelt sich um die GeForce RTX 3090 Ti und die RTX 2060 mit 12 GB. Die Serienanfertigung AMDs Zen 3D wurde bestätigt und Battlefield glänzt mal wieder durch Verschlimmbesserungen anhand eines neuen Patches. Die GeForce RTX 3090 Ti als eines der ersten Modelle für das Jahr 2022 wird immer wahrscheinlicher. Laut einem Bericht aus Taiwan soll die Karte Speichermodule von Micron bekommen, die 21 Gigabit schnell sind. Die Module sind auch wegen des Fassungsvermögens interessant. 16 Gigabit respektive 2 GB erlauben es, weniger Module zu platzieren als etwa bei der GeForce RTX 3090 ohne Ti, die nur halb so große Chips nach Kapazität hat und entsprechend 24 Stück benötigt. Es gibt daher Hoffnungen, dass Nvidia das Design vereinfachen und die Backplate entfallen kann, da 12 Module potenziell auch weniger Abwärme verursachen. Das einfachere Design dürfte sich allerdings nicht auf den Preis auswirken, der von anderen Faktoren mehrheitlich bestimmt wird. Für die Ampere-Refreshes wird eher eine Portfolioergänzung erwartet. Die GeForce RTX 3090 Ti platziert sich logischerweise oberhalb der RTX 3090, die ebenso erwarteten weiteren Karten dürften Lücken zwischen den bekannten Modellen füllen. Entsprechend sind keine gravierenden Preisnachlässe zu erwarten. Im Gespräch für Januar ist neben der RTX 3090 Ti aktuell noch eine RTX 3080 Super, die 12 GB Speicher haben soll, im Gespräch. Dieser werden aber auch 12 GPU-Cluster mehr nachgesagt. Damit wäre sie sehr nah an der GeForce RTX 3090, aber eben nur mit der Hälfte des Speichers für angeblich 1199 US-Dollar. Die GeForce RTX 3090 Ti wäre dann das Flaggschiff auch in anderen Bereichen, etwa der TDP, die auf 450 Watt steigen soll. Dafür bekommt man dann 2 GPU-Cluster mehr als die RTX 3090 und 1008 GB Transferleistung beim Speicher. Es geht weiter mit Neuigkeiten aus dem Hause Nvidia. Die Gerüchte der letzten Tage waren eindeutig. Die GeForce RTX 2060 12 GB kommt und Nvidia selbst bestätigte nun die technischen Daten. Das Modell wird 2176 FP32 Shader haben, die mit 1470 MHz Basis und 1650 MHz Boosttakt unterwegs sind. Das entspricht dann faktisch der GeForce RTX 2060 Super. Am 192-Bit breiten Speicherinterface hängen aber nunmehr 12 GB Speicher, die eine maximale Bandbreite von 336 GB pro Sekunde haben. 112 GB pro Sekunde weniger als bei der GeForce RTX 2060 Super. Technisch gesehen ist die Karte so alt, wie der Name es suggeriert. Der TU106 ist aus der Turing-Generation und wird in 12 Nanometer produziert. Es gibt Raytracing und DLSS, aber eben nicht Resizable Bar und die architektonischen Neuerungen von Ampere wie PCI Express 4.0 oder die moderneren und schnelleren Raytracing- und Tensor-Kerne. Durch den Speicher erhöht wird die TDP um 10 bzw. 25 Watt auf nunmehr 185 Watt. Preise wurden noch keine genannt. The Verge legt aber ein Statement vor, das sagt: Es ist eine Premium-Version der RTX 2060 6 GB und wir erwarten, dass der Preis dies widerspiegelt. Nichts anderes hätte man wohl auch erwartet. Bei Nvidia war es in den letzten Jahren eher nicht üblich, Preisnachlässe während des Zyklus zu gewähren. Stattdessen sortiert man neue Modelle so ein, dass sie Preislücken zwischen den Bestandsmodellen schließen. Genau das wird auch für den Ampere Refresh erwartet und dürfte sich auch nicht maßgebend ändern, solange kein Druck vom Wettbewerb kommt. Damit stehen wir bei der GeForce RTX 2060 12 GB wohl im Bereich von 300 bis 400 US-Dollar für den US-Markt. Meistens werden die Preise 1:1 in Euro umgerechnet. Was die Karte letztlich auf dem Markt kosten wird, ist derweil ein anderes Thema. Twitter-Nutzer, IT-Orakel und Leaker-Onkel Greymon55 hat die Serienanfertigung von Zen 3D bestätigt. Ursprünglich mal für Ende November angekündigt, soll die Produktion nun seit Mitte November laufen. Wir erinnern uns, es handelt sich um die Chips mit den Huckepack integrierten V-Cache. Die könnten nun bereits im Januar in Form von markttauglichen Produkten angekündigt werden und so heißt es weiter, binnen eines Vierteljahres erscheinen. Die CES 2022 ist traditionell ein beliebtes Ankündigungsfenster und könnte von AMD insbesondere für Endkundenprodukte genutzt werden. Ob die Produkte dann in 3 oder 4 Monaten erscheinen, dürfte für den Endkunden wohl nicht ausschlaggebend sein. Die Gerüchteküche war sich ohnehin nicht einig, ob die Technik bereits in Ryzen 6000 für Consumer auf dem Desktop zum Einsatz kommt oder nicht. Die Technik könnte vielleicht erst einmal im Servergeschäft verweilen oder sich auf Mobile-CPUs beschränken. Bei denen werden traditionell die Caches gestaucht. Ein V-Cache könnte dadurch verloren gegangenen Boden wettmachen. Das nächste Mobile-Produkt von AMD ist Rembrandt. Vor allem der Kosten-Nutzen-Faktor dürfte da ein großes Thema sein. Manch einer erinnert sich an den Marktstand von HBM, der sich für Endanwender letztlich nicht rechnete.
Der Mehrwert war zu gering im Vergleich zu den Kosten, die die Technik verursacht hat. Und so verschwand HBM-Speicher da, wo er für die aktuell verursachten Kosten sinnvoll ist, im Server-Business. Wie AMD letztlich die Bezeichnungen der Produkte Rembrandt und wer mehr Refresh handhabt, wird wohl das Marketing entscheiden. Wünschenswert wäre es, wenn für den Kunden eine gewisse Transparenz besteht. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall im AMD-Portfolio und auch bei anderen Anbietern. Am Donnerstagmorgen ging der dritte Patch von Battlefield 2042 live. Er löst einige Probleme, aber bringt dafür auch neue. Neben den vielen Fehlerbehebungen, Änderungen an der Spielbalance und Verbesserungen der Lebensqualität gibt es auch gute Nachrichten zur Beschäftigung der Spielerschaft. Ab kommender Woche sollen wöchentliche Missionen starten. Pro Woche sollen es 3 verschiedene Missionen sein, die über das Hauptmenü aufrufbar sind und mit EP belohnt werden. Wer alle Missionen abschließt, erhält eine einzigartige kosmetische Belohnung. Ebenfalls neu, in Battlefield Portal gibt es neue Spielmodus-Layouts für Rush auf allen All-Out-Warfare-Karten. Außerdem werden dem Bilder mehrere neue Vorlagen und einen neuen benutzerdefinierten Modus namens Vehicle Team Deathmatch hinzugefügt. Dieser soll es ermöglichen, Kampffahrzeuge in benutzerdefinierten Erlebnissen zu nutzen. Er soll auch die im Regeleditor erstellte Logik unterstützen, die es den Spielern ermöglicht, im Teamhauptquartier zu spawnen und mehr Optionen bei der Erstellung von benutzerdefinierten Spielen zu bieten. Wie gut die Softwareflicken ankommen, wird man an der Zustimmung auf Steam sehen können. Ausgangspunkt ist eine größtenteils negative Stimmung. Konkret sind das 35%. Aber auch die Spielerzahlen gilt es zu beobachten. Am 1. Dezember waren auf Steam an der Spitze nur noch 30.000 Spieler unterwegs. Das ist für einen Multiplayer-Shooter ein ziemliches Drama. Es gibt aktuell noch Probleme mit dem Update 3 für Battlefield 2042. Viele Spieler bekommen laut EA eine Fehlermeldung, wenn sie einen Server joinen wollen und landen dann im Hauptmenü. Der Fehler Unable to Load Persistence Data ist ein Verbindungsfehler auf EAs Seite. Man arbeite daran. Spieler können versuchen, sich erneut mit dem Server zu verbinden. Nicht nur die Server in Battlefield 2042 machen nach dem Update 3 Probleme, auch die Mauseinstellungen sind korrumpiert. User melden, dass das Links-Rechts-Schauen nicht mehr geht und EA bestätigt das auch. Als Lösung soll man die Ingame-Settings zurücksetzen, was sicher nicht jeder toll findet. Interessant? Mit dem Update 3 gingen fälschlicherweise Weihnachtsskins live, die nun aber wieder entfernt wurden. Habt ihr Battlefield schon aufgegeben oder besteht noch Hoffnung auf ein gutes Gameplay? Schreibt es uns in die Kommentare. Unsere PCGH-News sind damit auch wieder zu Ende. Danke fürs Zuschauen, vergesst den Daumen nach oben nicht und unterstützt uns mit einem Abo. Dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Ciao!